So, liebe Leute, mein Name ist Romani Chai, wie manche das von euch bereits wissen. Ich habe euch vor 2 Folgen mit einem Fragezeichen hinterlassen. Für die, die vergessen haben, worum es ging, hier ein kurzer Throwback von vor 5 Jahren. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich den rassistischen Begriff, womit die Roma diskriminiert werden, nicht benutzt habe. Den Grund, warum ich das nicht gemacht habe, sage ich euch das nächste Mal. Dika Samen, euer Romani Chai. So, jetzt pausieren wir das mal. Mit dieser Frage möchte ich mich in dieser Folge auseinandersetzen. Wir zeigen jetzt mal die rassistischen Begriffe einmal, um klarzustellen, über welche Worte wir reden. Aber wir werden sie nicht aussprechen. Ab jetzt sagen wir dazu immer der rassistische Begriff. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele schon mal gefragt haben, woher denn überhaupt dieser Begriff oder die anderen Ableitungen, wie zum Beispiel die englische Version, stammen und was sind überhaupt die Bedeutungen. Das ist wichtig zu wissen, denn daran erkennt man auch den Zusammenhang, in dem es heute benutzt wird. Deswegen möchte ich damit anfangen. Lasst es uns herausfinden. Wie wir ja aus der vorherigen Folge erfahren haben, ist die meistbelegte Theorie von dem Ursprung der Romnia und Sintize, dass wir ursprünglich aus Nordwestindien stammen. Die Menschen waren sich aber zu Beginn unsicher, woher wir kommen. Eine Theorie, die das englische G-Wort erklärt, ist, dass das G-Wort aus dem 16. Jahrhundert stammt. Es war eine Abwandlung des Wortes Egyptian, einer abgenutzten mittelenglischen Dialektform von Ägyptien bzw. Egyptian. Weil viele von uns eine dunklere Hautfarbe hatten, dachten sie, dass wir aus Ägypten angereist sind. Es wird angenommen, dass der Begriff, welcher unter verschiedenen Angleichungen heutzutage meist in slawischen, ost- und südeuropäischen sowie asiatischen Ländern benutzt wird, aus dem byzantinischen Griechisch Aziganoi oder Athiganoi kommt, welches wortwörtlich Unberührbare bedeutet. Dieser Begriff wurde ursprünglich auf die Sekte der Melchidechesia angewendet. Allein die Tatsache, dass schon zu Beginn unserer Fremdbenennung unsere Menschen mit einem negativen Begriff in Verbindung gesetzt wurden, spiegelt wider, dass wir immer erniedrigend bezeichnet werden. Die Herkunft der deutschen Verwendung ist immer noch umstritten. Viele spekulieren, dass es auch eine Ableitung vom griechischen Begriff ist. Unter diesem Begriff werden heutzutage Sintize und Romnia damit überall diskriminiert. Ob es uns in den Supermärkten begegnet, in den Schulen geschrieben wird oder selbst auf der Straße hinterhergerufen wird, hat den gleichen Effekt. Wir werden immer damit konfrontiert, erniedrigt und angegriffen. Es ist für viele extrem beleidigend, auch wenn es nicht böse gemeint ist. Hier ist Naomi. Sie wurde im letzten Video mit dem rassistischen Begriff bezeichnet. Es ist wichtig, Betroffenen zuzuhören. Für mich ist es sehr verletzend, denn meine ganzen Verwandte und Freunde wurden mit diesem Begriff schikaniert. Wenn Menschen uns so nennen, benutzen sie das oft als Beleidigung. Das Wort stempelt uns sofort als minderwertig ab. Dieses Wort ist nicht nur ein Begriff, es ist ein Fluch. Für manche Menschen, die uns so nennen, sind wir die Parasiten der Gesellschaft. Viele Menschen, die es benutzen, nutzen es in einem Kontext, wo Stereotype über uns eine Rolle spielen. Das ist extrem schädlich für den Prozess, diese Stereotype abzubauen. Ich bin müde, jedes Mal Menschen anzusprechen und zu informieren, diesen Begriff nicht mehr zu sagen. Langsam aber sicher ist es auch mal Zeit, dass die Gesellschaft diese Verantwortung übernimmt und sich selber informiert, was für eine Geschichte hinter diesem Begriff steht. Dieses Begriff tyrannisiert mich. Als eine Romni fühle ich mich zutiefst unwohl, dies zu sagen, denn es ist ein Begriff der Täter. Dieser Begriff wurde benutzt, um bis zu 1,5 Millionen unschuldige Menschen zu vernichten. Wie lange brauchen Nicht-Sintize und Nicht-Romnia noch, um zu verstehen, dass hinter diesem Begriff eine unheilbare Geschichte steckt? Unter diesem Begriff haben so viele Romnia und Sintize tagtäglich zu kämpfen. Romnia und Sintize haben eine Geschichte der Verfolgung in Europa, wie ihr in der ersten Folge von Romani Chai erklärt erfahren könntet. Es wird geschätzt, dass über 70-80% der Sintize und Romnia-Bevölkerung im Holocaust ermordet wurden. Eine Tatsache, die wenig bekannt oder anerkannt ist. Die Menschen wurden unter die rassistische Bezeichnung vermessen, festgenommen und deportiert. Einige Verfolgten, vornehmlich im KZ Auschwitz, wurden ein Z in den Arm tätowiert, was eine Abkürzung für den rassistischen Begriff für Sintize und Romnia war. Den Erwachsenen auf den linken Unterarm und den kleinen Kindern auf den Oberschenkel. Noch weniger bekannt ist das Leid der Romnia in Rumänien, denn sie erlebten ca. 500 Jahre lang Sklaverei, die erst 1860 endete. An diesem Begriff hängt Blut. Blut der Verstorbenen, die während oder nach dem Genozid verstorben sind,
und der Romnia, die jahrhundertelang versklavt wurden. Dieser Begriff triggert traumatische Erfahrungen, die man unter seiner eigenen Identität erfahren musste, ob jung oder alt. Zum Beispiel kann man aus eigenen Erfahrungen von jungen Romnia auch erkennen, dass MitschülerInnen in den Schulen diesen Begriff oft benutzen und dass die Betroffenen oft keine Gerechtigkeit von den Schulautoritäten bekommen. Es gibt aber unzählige weitere Beispiele, wo Sintize und Romnia mit diesem Begriff diskriminiert werden. Heutzutage wird es in manchen Fällen sogar als ästhetischer Begriff verwendet, die mit einer Darstellung eines hippie-ähnlichen bzw. nomadischen Lebensstils in Verbindung gesetzt wird. Das ist aber extremst toxisch und reproduziert rassistische Stereotype. Dies ist für die mentale Gesundheit eine große Last, die sich über Generationen verteilt. Teilweise müssen Romnia und Sintize mit Angststörungen, Depressionen oder sogar Suizidgedanken leben. Trotz dessen nutzen Gadje bzw. Nicht-Romnia oder Nicht-Sintize diesen Begriff tagtäglich. Als Romni oder Sintize kann man diesen Begriff wieder aneignen. Das heißt, sagen oder sich selbst darunter identifizieren. Manche von euch werden jetzt nun sagen, aber was soll ich denn jetzt sagen? Wie wir im vorherigen Film erklärt haben, sind wir Romnia, Sintize, Kale, Romanichal und so weiter. So wollen wir genannt werden. Bei Vorfällen wie zum Beispiel bei Produkten im Supermarkt oder Restaurants finden wir, dass wir ganz rausgenommen werden sollen, denn es bestehen keine reellen Verbindungen mit uns. Manchmal braucht man die Begriffe gar nicht. Ihr könnt die Leute einfach fragen, wie sie heißen, statt sie einfach zu benennen und dann die eigenen Begriffe nutzen. Um als Gesellschaft endlich die Nutzung des Wortes abzuschaffen, brauchen wir mehr Bildung darüber in den Schulen und Studium. Lehrkräfte müssen die Geschichte unserer Community aufklären, genauso wie bei anderen stigmatisierten Gruppen, die einen Platz im Lehrkraftscurriculum haben. Wir sind Teil der Gesellschaft und der Geschichte und verlangen Gleichberechtigung. Dankeschön, dass du zugeguckt hast. Hilf mit und sei Teil der Bewegung. Bis zum nächsten Mal. Eure Romanichai.